das, was man ja so der Öffentlichkeit erzählt in den Medien und was man von der Regierung hört und im Radio, das ist ja ein absoluter Witz. Also was es da alles gibt und schon länger, also nicht seit irgendwie 3 Jahren. Menschen haben ja auch eigene Raumschiffe. Und Technologie, die da genutzt wird, ist schon viel weiter als das, was wir hier haben. In diesen geheimen Programmen haben die das und der Bevölkerung wird das aber nicht gegeben. Hier kommt eine Frage. Was weißt du über geheime Weltraumprogramme? Also es gibt mehrere Länder, die sowas haben. Das sind eben die da mit Außerirdischen irgendwelche Dinge handeln. Und also es gibt Länder in Europa, die das haben und es gibt Länder außerhalb von Europa, die das auch haben. Und also das, was man ja so der Öffentlichkeit erzählt in den Medien und was man von der Regierung hört und im Radio, das ist ja ein absoluter Witz. Also was es da alles gibt und schon länger, also nicht seit irgendwie 3 Jahren, das kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen. Und darum glauben das die meisten ja auch nicht, weil es bedeutet ja nicht nur, dass es so viel mehr gibt, sondern es bedeutet ja auch, die haben uns alle bewusst angelogen. Und das halten die meisten Menschen einfach nicht aus. Also damit können die meisten nicht umgehen. Aber es gibt diese geheimen Weltraumprogramme schon länger. Und dort ist es ganz normal, dass es Außerirdische gibt und dass die handeln und es gibt halt, die sind aber nicht alle positiv. Also das ist ja auch sehr verschieden. Wozu dienen denn diese geheimen Weltraumprogramme eigentlich? Also eben, es gibt ja solche, die meinen es gut und solche, die meinen es eben nicht gut. Und viele Regierungen wissen das ja auch, dass es das gibt. Und also ich habe keine sehr gute Meinung darüber. Die haben ja auch, also die machen nicht nur Handel mit Außerirdischen, sondern die haben ja schon lange Kolonien außerhalb der Erde. Aber nichts Tolles. Aber die sind, soweit ich weiß, auch am ausgeräumt werden. Also, dass die befreit werden. Und also die erforschen ja auch Außerirdische und alle anderen Lebewesen, die auf der Erde leben, die es aber offiziell auch nicht gibt. Und die im Innern leben. Und die Menschen haben ja auch eigene Raumschiffe. Die haben und Technologie, die da genutzt wird, ist schon viel weiter als das, was wir hier haben. Und in diesen geheimen Programmen haben die das und der Bevölkerung wird das aber nicht gegeben. Weil wenn wir freie Energie hätten,
dann wären wir ja unabhängig. Und das ist eben nicht gewollt. Und darum wird das ja auch schon so lange unterdrückt. Und all das, was unterdrückt wird, das verschwindet dann in diesen geheimen Programmen und wird dort genutzt, ganz normal, aber öffentlich wird ja sogar gesagt, das stimmt alles nicht und das gibt es nicht. Man hört ja immer wieder von solchen Dingen wie Medbeds, wie, hast du davon schon gehört? Schon, ne? So. Oder ihr? Medbeds, das sind so Betten oder so eine Art Kasten, da kann man rein, da wird einfach mit Schwingung gearbeitet und da sollen unfassbare Dinge geschehen können und die gibt es auch schon physisch oder so etwas wie Replikatoren, wo man einfach sich Dinge neu erschafft. Also ja, ich könnte jetzt dieses Kärtchen da reintun, dann käme das wieder raus. Es wäre zwar nicht sehr nützlich, aber man könnte das mit vielen anderen Dingen auch tun. Ja, und das könnten wir alles haben. Ja. Wann ist es etwas, was einfach im Zuge der Befreiung, der Reinigung, der Schwingungserhöhung der Erde dann völlig selbstverständlich in unserem Leben Einzug halten wird? Oder wie sieht das aus? Also ich denke, in dem Moment, wo wirklich jeder Mensch freie Energie haben kann, dann sind wir schon ziemlich befreit. Also auch physisch. Und solange die Unlichten physisch noch zu viel alles unter Kontrolle haben, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Weil die Lichtkräfte, die haben auf der feinstofflichen Ebene zwar gewonnen, aber das ist noch nicht physisch angekommen. Also hier unten bei uns, da laufen immer noch diese Kriege, weil das ist ja nicht unbedingt ein friedlicher Prozess, gewisse Wesen wieder von diesem Planeten wegzubringen. Und solange das so ist, glaube ich nicht, dass das kommt.